Jo, herzlich willkommen hier zur Trading Show. Lightworker Trading. Wir sind hier live am Start. Bitcoin hat gerade einen kleinen Pump hier hingelegt auf 48.350. Ähm, ja, einfach nur mal so als Interesse halber. Short-Term Trading natürlich, aber ich habe ein paar Trades hier drin bei 48,85, 448. Und ja, wenn es noch ein bisschen höher geht, auf Stundenbasis, hier, siehst du hier und dann hier, da habe ich ein paar Shorts drin bei 888. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es könnte jetzt auch ein Fake-Out gewesen sein. Es ging relativ schnell, wenn du auf die 3-Minuten-Chart guckst. Boom, das war eine 3-Minuten-Kerze von. Wir wissen, was Bitcoin macht, aber seht ihr, wie schnell das hier wieder gerade runter verkauft wird? Das geht einfach so schnell und ja, unglaublich. Oh, jetzt mal wieder auf die. Wow, what a sell-off. Ja, es ist wieder weg. Alle Gewinne weg. Also da kannst du sehen, wieso das gemacht wird. Ganz einfach, um alle Stops auszufischen. Ich muss ja überlegen, was das gerade war hier. Ähm, Innerhalb von ein paar Minuten geht das Ding 1% hoch, 1,5%. Einfach so, um dann wieder 1,5% zu fallen. Ja, eigentlich hatte ich hier geplant zu shorten. Mal sehen, wie das jetzt wieder hochgekauft wird. Auf den Short Timeframe geht es natürlich immer hin und her. Aber lass jetzt mal konzentrieren. Ähm, Wir sehen jetzt gerade auf jeden Fall, was hier gerade passiert ist. Also der RSI, es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ähm, Wie sich das bewegt und du siehst Bitcoin ausgebrochen, aber wir erwarten halt, dass es noch einmal retestet hier auf 45.160 ungefähr, so wo die Moving Average sind. Und dann siehst du ja, hier ist eine Resistance, also hier diese Grenze zwischen 448. Also wenn es darüber geht, glasklar. Also ich erwarte sozusagen hier eine Kerze, vielleicht heute so bis morgen und dann eigentlich wird nochmal geretestet und dann wird sozusagen, wenn diese, sagen wir mal so, hier Ende der nächsten Woche, Donnerstag oder so, könnte dann hier dieses 53.000 dann vielleicht hoch und dann Ende Oktober neues Allzeithoch, 70.000 ungefähr. So, das ist die Analyse für Bitcoin. Und ja, ist, gucken wir uns mal Ethereum an. Das ist der RSI, der Relative Strength Index. Aber weg. Also Ethereum auch ausgebrochen. Gerade kurz die krasseste Candle. Ja, selbes Prinzip, aber bei Ethereum erwarte ich halt, dass es sowas vielleicht hier gibt. Bisschen. Also es könnte eher so sein, ein bisschen krasser als Bitcoin. Also diese Area, ich glaube, das könnte ein Widerstand werden hier. Einfach nochmal, um eine kleine Bulltrap zu haben. Also es könnte zwei Möglichkeiten geben, so oder es prallt direkt hier ab und geht dann so ein bisschen seitwärts. Weißt du, und ist dann verzögert als Bitcoin bei der Explosion so mäßig. Aber ja, also wie ihr seht hier, diese Gegend hier waren perfekte, das günstiger wird man es nicht mehr bekommen. Jetzt vielleicht noch auf 1000, 3100 oder hier diese Unterstützung. Okay, dann XRP. Ihr seht, die Charts sehen alle relativ gleich aus. So, da ist nicht viel zu sagen, ist dieselbe Analyse, wahrscheinlich ein bisschen runter und XRP vielleicht noch ein bisschen seitwärts, weil hier ist eine dicke Widerstand bei 1,12 und dann auf jeden Fall dieser Bereich hier 1,30. Also XRP könnte eher so aussehen, dass es ein bisschen runter und dann an der 13 wieder abprallt und dann eigentlich immer so ein bisschen hier, vielleicht sogar nochmal retestet, Anfang November und dann Ende November so ungefähr
das Allzeithoch testet hier. Und wenn dann ist natürlich der Weg frei hier im Dezember. Ähm, so in der Art würde ich das sehen. Und dann ja, für die Ziele hier glasklar das Allzeithoch. Also wenn man das auf dem Weekly Wochenchart guckt, das sind die Fibonacci. Also es ist nicht haargenau, also hier sagt es 1,50, aber man weiß von anderen Charts, das ist 1,348. Also das ist ungefähr hier, ähm, das ist von hier jetzt ungefähr 300, also verdreifachen von hier. Und dann erwarten wir halt für den ganzen Bullrun sowas wie, es wird natürlich volatil werden, aber dann also so in der Art, in diesen Bereich rein. Das ist richtig so in der Art sehe ich das. Ja, also es wird einen langen Bärmarkt geben, vielleicht ein Jahr, aber da gibt es dann viele Kaufmöglichkeiten und dann wird es auf jeden Fall hier auf diesem Bereich 1,50 oder vielleicht sogar wieder $1. Das weiß man nicht, aber ihr seht, wie krass wichtig das wird in den letzten Wochen, also von Dezember bis Mitte Januar zu verkaufen oder zu traden. Ja, okay. VeChain ist so ähnlich. Halt, ja, wo sind wir jetzt? Bei 11 Cent, das ist ausgebrochen, das brauchen wir jetzt nicht mehr besprechen, das bewegt sich alles mit Bitcoin, aber hier auch erwarten wir, dass es sich mindestens in dem Bereich zwischen 1,860 und 2 so in der Art ungefähr. Ja, also dies ist alles eine Verkaufszone für mich. Also das ist wie viel Prozent? Also wenn man sagen wäre, jetzt du bist hier eingestiegen bei 9 Cent in dieser Bereich, das sind 25-fach. Also ich würde anfangen bei 1,60, also 15-fach, 20-fach verkaufst du und dann lässt du 10% noch drin, bis es dann nach oben schießt. Aber auf jeden Fall Profite mitnehmen. Das ist das Allerwichtigste. Du siehst, wie volatil diese Kacke ist. Und es geht nicht darum, wer richtig liegt oder wer den besten Coin hat, wer die besten Use Cases hat. Es geht für uns nur darum, so viel Geld wie möglich zu machen. Und dann im Bärmarkt kann man sich natürlich Projekte aussuchen, die besser werden. Aber ich glaube schon bei zum Beispiel XRP, bei 2025, 26 sehen wir $100 XRP. Aber bevor es $100 wird, wird es auf 10, 15 und dann wieder auf 2, 3 fallen oder 1. Aber das will man natürlich nicht mitmachen. Weißt du? Ja, ich sehe gerade, Ethereum ist bei 333 auf dem Stundenchart. Ja, seht ihr hier, wie es da schön abgeprallt ist. Also ich glaube, das war ein kleiner Fakeout. Können jetzt einen Short anfangen hier. Es wird vielleicht noch ein bisschen hochgekauft, aber ich glaube, man könnte einen kleinen Short jetzt öffnen bei dieser Variante. Ich normalerweise benutze ein Leverage von 3, also nie zu hoch gehen, aber das können wir dann nochmal in späteren Details besprechen, wenn wir den Trading-Kurs online bringen. Ja, Ethereum wird verkauft. Einfach einen kleinen 10% mitnehmen und wenn man das hebelt, dann kann das natürlich 30% werden und ja, es bleibt interessant. Und ja, jetzt habe ich den Short eröffnet. Mal sehen. Also, ich glaube, man sehen, wie viel Prozent wir machen. Das Ziel ist einfach, dass es durch diese Struktur durchbricht hier. Wenn es 2 hier, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen runter und dann sieht ihr hier diese Unterstützung, also dieser Bereich, glaube ich, hier. Ich glaube, das wird geretestet. Also da könnte man sich wieder reinkaufen. Das sind jetzt von hier, so jetzt haben wir den Short gemacht, bei da, das sind 5% runter. Also, und wenn du das dreimal hebelst, könntest du 15% machen. Und natürlich, sobald es über diese
das Stop-Loss würde man eigentlich jetzt setzen. Ähm, Kommt natürlich an, wie viel du verlieren willst, aber hier. Und dann würde ich so ein paar Prozent hochgehen oder du guckst dir andere Unterstützung an hier, wenn es da, also diese eben, wenn es hier drüber geht, dann sollte man die Stop-Losses hier und die äh, Take-Profit hier. Also so in der Art ist das Setup jetzt. Ähm, Ich glaube, Bitcoin sieht so ähnlich aus. Also es könnte der Fake-Out gewesen sein. Also den Stop-Loss kann man relativ tight lassen. Aber das empfehle ich auch keinen Short zu gehen an diesen Punkten. Es geht nur um kleine Bewegung. Ich glaube einfach, dass ich erwarte, dass es noch einmal runtergeht. Aber natürlich bin ich bullish für Bitcoin und dass es derbe abgeht. Deswegen, das ist nur, sagen wir, das ist ein 100-Dollar-Trade. Also wenn ich falsch liege, verliere ich 100 Dollar. Und wenn ich richtig liege, kann ich 200, 300 gewinnen. Ja, das ist Tagesgeschäft und das kann man dann nochmal im Detail für alle besprechen, die sich dafür interessieren. Aber ich sage, das ist harte Arbeit und ja, gucken wir uns nochmal HBAR an. Das ist auch schön am Ausbrechen, wenn man das jetzt auch Daily guckt. Daily Tageschart. Seht ihr ja, also hier war der Boden bei 14 Cent. Ich habe Gott sei Dank hier ungefähr im Januar bei diesem Ding habe ich gekauft. So zwischen 5 und 7, 8 Cent habe ich eigentlich gekauft. Dann habe ich das immer ab und zu mal getradet. Die letzte Bewegung habe ich ein bisschen verpasst, weil ich hier schon wieder ausgestiegen bin bei 40. Aber jetzt seht ihr hier so die 40er Marke 41. Das ist 1, 2, 3, 4 Mal und dann wurde es einmal getestet und dann wurde ein bisschen Confusion, natürlich auch mit Bitcoin. Aber es sieht sehr gut aus. Also, aber es könnte eine Bullenfalle werden. Also wenn man das hier mal guckt, die Bewegung, dann ist es in die Golden Pocket, also 50% Retracement hier in dieser Area. Das ist immer für Trading halt eine Verkaufszone. Früher als Aktientrader habe ich halt oder als Forex Währung getradet. Sozusagen, dass du die Bewegung ist sozusagen 100 Punkte. Dann gehst du runter und dann kaufst du dich halt rein bei 50 und bei 60,18 Fibonacci Retracement. Das bedeutet, dass alles irgendwie sich wieder zurückbewegt. Und das ein bisschen, ich sagen wir, das ist, HBAR ist fast um 50% gefallen. Ne? Also das ist schon krass. Einfach so innerhalb von 5 Tagen fällt es um 50%. Das muss man einfach ausnutzen als Trader, wenn man es kann. Aber ich empfehle das nie. Wir sind im Bullrun, also wir machen alle genug Gewinne. Aber wenn man das Maximum rausholt, da siehst du einfach, es bricht gerade aus hier über diese Struktur. Und ja, es ist halt wie so ein W. Also man könnte das auch messen. Du kannst einfach sozusagen von der Mitte, sagen wir von da, konservativ bis hier ungefähr. Das war der Move. Und wenn es davon ausbricht, so, dann kannst du sehen, also dann würde es sozusagen hier bei der 2, 3 den Widerstand geben. Also da würde man sozusagen versuchen zu shorten. Also wenn man es kurzfristig traden will, als Resistant. Und es könnte auch ein Bulltrap sein. Also einfach nochmal bevor Bitcoin richtig abgeht. Weil man einfach den Fibonacci anlegt von da bis da. Und dann sieht er, wie das umgedreht halt in die Golden Pocket rein wird. Und dass das sozusagen dann wahrscheinlich, ich rede von kleinen Bewegungen, ne? Aber sozusagen über dieses Ausbruchslevel und dann könnte man das so sehen, dass es halt hier ausbricht, da ein bisschen abprallt, so und dann wieder das retestet auf 38, weißt du? Also könntest du von 46 auf 38 halt ein bisschen Geld verdienen. Aber kleines Risiko und immer nicht mehr setzen. 1%-Regel heißt es und da kann ich noch sehr viel. Ich würde das alles mit Paper Trading probieren vorher, ohne dass man eigenes Geld setzt. Es gibt überall die Option. Weiß nicht genau, wo das hier bei TradingView ist, aber es bleibt spannend. HBAR ist gut. Ja, Tifo bewegt sich auch schön, ist wahrscheinlich auch am Ausbrechen. Tagesbasis, du siehst, also die Struktur ist gut und Tifo ist natürlich eine Maschine. Es ist abgegangen und du siehst, wie das die Struktur bricht und wie es dann parabolisch wird. Und also ich glaube, wir sind in dieser selben Phase hier gewesen, dass es halt einfach nur seitwärts geht und ja,
Also da bin ich auch fest überzeugt, dass es bis 4, 5, 6 Dollar steigen kann. Natürlich werde ich euch noch updaten, wo man Gewinne mitnimmt. Äh, ja, Silica ist auch einer meiner Favoriten. Auch eine Maschine. Ähm, einfach hier, um das zu sehen. Ja, also es war mal bei. Das ist Typart, okay, aber ja. Das ist eine Maschine letztes Jahr beim C-Crash und dann hier hoch. Okay, vielen Dank. Machen wir noch mal ein paar Fragen nächstes Mal. Hauen Sie rein.